So Flo, schauen wir mal in den Saftladen. Ich fahre wieder in die Südsteiermark. Sehr gut. Mal ein bisschen Limestone, Welschriesling, gelber Muscatella haben wir in die Großflaschen noch. Und sonst weiß ich nicht, was du für eine Ideen hast. Und schauen wir mal runter. Ja, vom Malzkamp werden wir ein bisschen was brauchen vom Herrn Metz, dass wir was Größeres noch zusammenbringen, auch eventuell vielleicht was Gelagertes. Schauen wir, was er noch am Was Start hat. Reifes. Plane 1 haben wir ja noch. Was soll man verkosten, was soll man probieren? Welschriesling, ich natürlich, ist für mich Number One. Da haben wir vom Wolfgang von 17 bis 21 sind wir relativ gut ausgestellt. Wir haben ja vom Johannes einen Ziereck, den würde ich gerne, den haben wir noch ein bisschen auf Rarität. Ich würde den eher ein bisschen pushen, ich würde den eher so schauen, dass wir den in der Garten vielleicht eine Spur günstiger machen, mehr Trinkfreude, mehr das Weingut wieder zelebrieren, dass die Leute das ein bisschen kennenlernen, weil da tanzen sie schwer. Ja, Weingut Groß ist auch ein Thema, was ich ansprechen sollte. Beim Groß brauchen wir Raritäten. Nussberg Bretschnik. Ob es jetzt 11, 13, 15, 17 eventuell die Richtung, dass da noch mal schaust, weil da ist nicht mehr viel da. Aber sonst sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Ich glaube, Weißburgunder können wir ein bisschen aufmotzen noch. Flo weiß gerade sieht, gell? Das Ding müssen wir auch mitnehmen. Ja. Das ist ganz wichtig, der geht nämlich sehr gut. Und sagst den Johannes einen schönen Gruß, vielleicht schickt er mir was mit zum Kosten. Meine Schwester hat Urlaub gemacht in der Steiermark mit einer Freundin, hat mir davon erzählt. Und irgendwann bin ich halt auch in die Südsteiermark gefahren. Und dadurch, dass der Wolfgang, der Meitzer, ein Hotel dabei hat und auch super entspannte Apartments, habe ich mich sofort wohlgefühlt. Ich kann einfach abschalten. Es ist alles entspannt. Es ist eine Community dort, die was sich gegenseitig pusht. Und da habe ich das Glück gehabt, dass ich einfach 3, 4 gute Leute kennengelernt habe, die was das zulassen haben, dass ich da mitmarschiere. Und das ist einfach, das ist ein zweites Zuhause. Wie Verwandtschaft besuchen in einer anderen Region. Und die Landschaft ist halt auch ein Wahnsinn. Und die Kinder haben es auch cool gemacht. Also ich muss sagen, das ist einfach immer wieder so, wie wenn man irgendwo anders hinfährt. Ich finde, die Südsteiermark ist wie, obwohl es Österreich ist und nicht und ein paar Stunden von uns jetzt, aber es ist trotzdem so wie ein anderes Land. Ja, und ich glaube, es taugt auch die Kinder. Ja, ja. Also mit bisschen Action und dann kriegen sie auch ein bisschen was mit, wie die Sachen funktionieren, Weintrauben kosten, wo das essen. Traktor fahren, wo das Obst herkommt. Genau. Und Ja, jetzt geht es 4 Wochen, 6 Wochen voll durch. Voll. Nur noch essen und trinken. Spannend das Leben. Ja, wir werden so bleiben. Steckt halt schon auch viel Arbeit hinter diesen Familien, dass sie aber auch so gute Produkte ausarbeiten und dass sie halt so sind. Aber die sind einfach auch alle froh, dass sie da leben dürfen und das machen dürfen, was sie glücklich macht. Und das ist ja bei uns ja auch nichts anderes.
Ja, und es ist sehr familiär. Es ist so wie bei uns halt auch. Also jede Generation arbeitet mit. Und das macht's halt aus. Das ist Familienbusiness. Ja. Das ist also die Geologie. Darf ein bisschen was kosten? So wie ist das Thema. Die Südsteiermark hat rund 2.500 Hektar und die haben wir in 5 Orte zu jeweils 500 Hektar eingeteilt. Und das Spannende ist, dass jede Ortschaft einen Hauptbodentyp hat. Und den solltest du spüren. Aber eins nach dem anderen. Zuerst ein Prost aufs schöne Leben. Danke fürs Dasein. Auch ein Prost. Beim Wolfgang ist besonders, er ist ein Perfektionist, Punkt. Also ich glaube, da braucht man nicht viel reden. Also wenn er was macht, macht er es ganz oder gar nicht. Er beschäftigt sich einfach zu 100% mit Wein. Er ist im Garten draußen. Er will, dass die Region und seine Trauben einfach das widerspiegeln, wie er Wein sieht aus der Südsteiermark. Ja, schön, dass ihr wieder mal Zeit genommen habt. Ihr seid bei der Jakobi-Wanderung ein bisschen angegangen, muss ich sagen. Wann war die? Am 25. Juli immer. So, ja, genau. Da geht es um einen Klappertez. Da wisst ihr Bescheid, dass am 25. Juli der Klappertez aufgestellt wird. Ich finde es heute ist wirklich schön. Also es ist warm, aber du hast irgendwie im Wind ist ein bisschen eine Kühle drinnen. Und das ist schon, die ersten Platteln liegen am Boden. Du merkst, es herbstelt schon. Ne? Und wenn du schaut, da, das Holz, also das ist schon richtig braun, richtig verholzt. Und jetzt müssen wir noch warten, bis da der Stiel auch einer verholzt. Ne? Genau, und wenn du dann eine Traube nimmst und das abzupfst, dann siehst du wie das braun geworden ist da. Und dann ist es nochmal lustig, wenn du dann gegen die Sonne schaust, dann siehst du drinnen den braunen Kern. Gell? Und wenn das Fleisch, das Fruchtfleisch reif wird, dann wird es transparent und das sind so Indizien. Das ist schön. Die Speisetrauben ist aber für den Wein nicht geeignet, weil die hat wenig Charakter, die hat wenig Säure, da ist kein Terroir-Gedanke drinnen. Und bei unseren Trauben ist wichtig, dass die klein sind, dass da viel Schale da ist, dass ein Kern drinnen ist, der wichtig ist für die weitere Information. Und du kannst eine Speisetraube mit einer Weintraube gar nicht vergleichen. So für Riesling, August, ist das sehr früh, ne? Weil das ist normalerweise eine der spätesten Rebsorten, die wir haben. Und das ist jetzt schon speziell. Aber wirklich, es schaut wirklich schön aus, wir sind ziemlich Ich habe happy. nur gesehen, dass du wieder das alte Logo beim Rheinriesling Genau, jetzt drauf das ist die hast. Hommage an den Großvater. Ja. Ne? Und dann haben wir das alte Weingewand, die Oma hat immer gesagt, das Weingewand. Und da gehört halt die Rieslingflaschen dazu und das alte Etikett in den Farben von heute. Ne? Genau. Und dann zwei Engel mit Taube und Kelch und die Inschrift Weingut Josef und Maria Meitz. Und es ist uns auch wichtig, dass wir ein Weingut sind, dass wir unsere Trauben selber produzieren. Die wollen die Richtung wie in Frankreich gehen, dass sie eine Geschmacksrichtung haben, wo die ganze Welt mit einem Schluck oder einem Riecher in das Glas weiß, das kommt aus der Südsteiermark.